In diesem Video erfährst du, wie funktioniert Verjüngung wirklich. Damit sind nicht Cremes gemeint oder sonstiges, sondern wirklich aus den Zellen heraus Verjüngung und Erneuerung. Bleib mal kurz dran, kurzes Intro, geht gleich weiter. Ja, herzlich willkommen und habe die Ehre bei Namahem wieder und zu einem neuen Video. Und ich freue mich sehr, ich habe ja jetzt schon ein paar Mal über verschiedene Energien, Strömungen, Gegebenheiten gesprochen, die uns vielleicht beeinträchtigen und in unserem Lebensgefühl, in unserer Lebensfreude oder uns vielleicht auch ja, tagtäglich widerspiegeln, dass diese Welt eine vergängliche ist, dass Krankheit, Tod und Altern etwas völlig Normales ist. Und man schaut natürlich in die Zyklen des Lebens hinein, über Hunderte und über vielleicht Tausende von Jahren. Das hat scheinbar immer gegeben. Ist die Frage, war es aber immer schon so? Oder hat sich diese Realität auf unserem Planeten irgendwann gebildet? Und das ist es, was ich hier behaupte. Und ich werde mal ein bisschen erzählen, damit du, vielleicht wenn du auch neu hier bist, wenn du neu hier bist, gib mal ein Abo oder abonniere den Kanal halt auch mit der Glocke, dann wirst du immer informiert. Kleiner Tipp einfach noch, wenn du nicht abonnieren kannst, viele fragen, das geht nicht bei mir. Wenn du keinen Google-Account hast, dann geht es nicht. Also einfach eine Gmail, Google-Mail, E-Mail-Adresse anlegen, dann hast du bei YouTube auch die Möglichkeit zu abonnieren und so weiter. Gut, aber das nur ganz am Rande. Um das soll es ja nicht gehen, sondern es geht um viel was Tiefgründigeres heute. Und zwar Verjüngung, Erneuerung und Regeneration. Und ja, Frage könnte sich stellen, warum, wenn das nur ein mentales Konstrukt ist, warum beobachten wir das auch in der Natur, dass alles ein Werden und ein Verwelken oder Gehen oder Altern ist? Es ist einfach eine kollektive Realität geworden und selbst Pflanzen, selbst Tiere und natürlich auch wir als Menschen haben diese Realität nicht nur erschaffen, sondern sind da voll drin und haben uns, also auch Tiere zum Beispiel, haben sich diesem kollektiven, dieser Energie hingegeben. Sie sind halt auch unsere Begleiter. Jetzt stell dir mal vor, Tiere würden 1000 Jahre alt werden und die Menschen würden nur 80 oder 100 Jahre alt werden. Dann würden die Menschen das nicht als gegeben akzeptieren. Dann würden sie sagen, wenn die Tiere das können, ja, dann muss es ja gehen. Aber so spiegelt uns natürlich die ganze Welt das wider, sodass uns, es war lange Zeit wichtig auch, diese kurzen Lebensspannen und uns auf diese Art zu erfahren. Und jetzt ist die Zeit, eben in die vollständige Heilung zu gehen. Habe ich letztes Mal schon drüber gesprochen, gerne das letzte Video auch gucken, die letzten, dass es nicht nur darum geht, irgendein Symptom zu heilen, eine Krankheit zu heilen, sondern dass Heilung viel größer ist. Und wenn man auf dieses Größere blickt, dann stellt sich eben auch Heilung von den, sag ich jetzt mal, untergeordneten Symptomatiken und Krankheiten ein. Und letztendlich natürlich auch, es ist alles möglich. Wir sind Schöpfer, Verjüngung. Jetzt gibt es eine ganz interessante Beobachtung in der Tierwelt und auf die bin ich letztes Mal zufällig irgendwie gestoßen. Das wusste ich so nicht, aber das zeigt uns eigentlich schon sehr viel. Es ist wie ein Fenster, durch das wir hindurchblicken können, dass das eben nicht Gott gegeben und Gott gemacht und unveränderlich ist, dass wir älter werden und letztendlich dann auch am Alter sterben, sondern dass auch was anderes möglich ist. Es gibt eine ganz speziell, also es gibt eine Quallenart und diese Qualle, wenn sie geboren wird, wie immer das bei Quallen funktioniert, ist ja nicht wichtig, die entwickelt sich und die wächst und die kann sehr groß werden, die altert. Ihr Zellprogramm altert. Und
irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt, der nicht von irgendwas vorgegeben ist, sondern anscheinend von einem Impuls dieser Qualle ausgeht, läuft diese Entwicklung rückwärts. Die Qualle verjüngt sich wieder, kommt wieder in ein Ausgangsstadium der frühen Jugend, würde ich jetzt mal sagen, und nicht nur optisch, sondern die Zellen verjüngen sich. Also dieser Abbau der Zelle, die den Alterungsprozess ja auch auslöst, wird rückgängig gemacht. Jetzt möchte ich dich fragen, hey, wenn das eine Qualle kann, warum sollen wir das nicht können? Also das ist schon mal die Grundvoraussetzung, zu wissen, dass es möglich ist. Ich habe letztes Mal diese Metapher verwendet und ich sage sie nochmal ganz schnell, weil sie wirklich aufs Altern passt. Ein unendlich langer Zug mit Hunderten von Güterwagen, beladen mit ganz, ganz vielen Glaubenssätzen und Erfahrungen, die uns zeigen, dass Altern geschieht, dass Krankheit und so weiter, die Vergänglichkeit normal sind. Dieser Zug hat eine große Massenträgheit. Das ist, was das Kollektiv glaubt. Und jeder Gedanke, den irgendjemand in unserer Menschenfamilie denkt, wird nochmal in diese Waggons reingepackt, in diese Güterwaggons. Wenn die Waggons nicht reichen, wird ein neuer angehängt und der Zug wird immer länger. Und die Masse des Zuges, und er bewegt sich ja, diese Massenträgheit ist unglaublich und es ist natürlich schwierig, also man kann den Zug nicht auf einmal stoppen. Kann ich sagen, tschock, bumm. Das können wir im Kollektiv nicht und das kann man auch als Einzelner nur sehr schwierig, weil wir ja natürlich auch ein Teil des Kollektivs sind und ganz unwillkürlich ja auch verbunden sind mit diesen vielen Annahmen, Glaubenssätzen, Dogmen über das Ganze, die in diesen Güterwaggons da geladen sind. Und dennoch kannst du als Einzelner, und es beginnt immer mit Einzelnen, denk an die Qualle, damit beginnen, diese Inhalte aus diesem Güterwaggon rauszuwerfen. Das ist ja letztendlich auch verbunden mit deiner mentalen Ebene, mit deiner Verstandesebene. Und Fakt ist, was du deinen Zellen sagst, machen deine Zellen. Wenn du deinen Zellen sagst oder viel dich mit Krankheit und sonstigen Dingen beschäftigst und das in deinen Gedanken wälzt, wenn du den Körper nicht schön findest, wenn du immer mit Krankheit konfrontiert bist und so weiter, dann glauben deine Zellen dir das. Sollte es irgendeinen Grund geben, warum deine Zellen dir nicht genau das Gegenteil auch glauben würden? Nur natürlich ist in unserem Zellbewusstsein so vieles gespeichert auch und kommt ja täglich und auch über das Kollektiv, diese ganzen Gedanken reichern das Zellbewusstsein wieder an. Und als Zellbewusstsein möchte ich mal jetzt, stell dir das vor, eine Zelle und wie ein Ei, eine Schale, eine Zellmembran, innen ist der Dotter und außenrum ist das Eiweiß. Und der Dotter innen, das ist wieder bildlich einfach eine Metapher, gell? Der Dotter wäre die DNA. Also dort, wo vieles, was sich über Tausende von Jahren entwickelt hat, nennen wir es Evolution oder wie auch immer, dort auch als Zell, wenn man das eine, sagen wir es, ich möchte die Begriffe ändern, sagen wir, der Dotter ist das Zellprogramm, die DNA, und das, was im Eigelb, im Eiweiß, also im Zellwasser sich befindet, diese Information, ist das Zellgedächtnis. Ich glaube, so ist die Definition gut, besser zu verstehen. Dieses Zellprogramm, ja, das ist natürlich schon mal entscheidend, also der Dotter. Dieses wieder auszurichten, also deine DNA, die Gene, wieder auf das Ursprüngliche auszurichten, also nicht Alterung, sondern natürlich Entwicklung, auch körperlich, aber dort zu verweilen, wo die Zellen und der Körper optimal arbeitet und dann nicht in einen Abbauprozess zu gehen. Das ist in unserer DNA enthalten.
zu früheren Zeiten, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, es ist kein Märchen. Wenn in der Bibel steht, ich zitiere sie ja öfter mal, eigentlich bin ich bibelfest, aber ein paar Sachen merkt man sich. Wenn dort steht, dass Moses mit 800 Jahren noch ein Kind gezeugt hat oder mehrere, dann ist es kein Märchen. Also in dieser damaligen Zeit, auch nach Atlantis, war Erneuerung und Regeneration. Auch in den Hallen von Amenti wurde das genannt, mit den Tempeltänzern. Da ist ganz vielerlei, musste da passieren. Da war auch die Energie noch viel dichter damals, als wie heute. Und wurde das Zellprogramm wieder aufgefrischt und praktisch die Zellen wieder daran erinnert, dass sie diesen Prozess rückläufig gehen. Es musste in gewissen Zeitintervallen einfach wiederholt werden. So viel mal dazu. Also, das ist schon mal die Grundausgangslage. Du kannst dein Zellgedächtnis nicht wandeln, indem du deine Gedanken auf Erneuerung und Verjüngung umstellst, wenn das Zellprogramm noch das alte Alterungsprogramm fährt. Weil das Zellprogramm ist der Kern des Ganzen. Von dort gehen die Informationen raus in die Zelle und in den Körper. Also ist der erste Schritt, die Zellen wieder in die göttliche Ordnung zu bringen, sie wieder auf Leben zu programmieren oder diese Kodierung der DNA aufzuheben. Ganz kurz, wir haben nicht nur 2 DNA-Stränge, wir haben 12 insgesamt und die beinhalten neben ganz vielen Fähigkeiten und was auch mit dem Lichtkörper verknüpft ist und so weiter, ganz viele Fähigkeiten zum einen, aber auch die Fähigkeit der Regeneration. Und in dieser Doppelhelix, die unserer Wissenschaft bisher so bekannt ist oder an die Menschen glauben, das ist die absolut begrenzte DNA, wo genau dieses Alterungs- und Krankwerdungsprogramm, Degenerationsprogramm läuft. Also geht es darum, die anderen DNA-Stränge wieder zu aktivieren. Wie macht man das? Man kann sie nicht direkt bearbeiten. Man geht an den Lichtkörper. Der Lichtkörper ist, wir sind unser Lichtkörper, unsere Merkaba, unsere gesamte Lichtstruktur. Und diese Aspekte oder Energiefelder in der Merkaba sind verbunden mit unserem Zellprogramm, mit unserer DNA. Das heißt, wenn du dich spirituell entwickelst, wenn du diese Kodierungen in den Aspekten der Merkaba löst, diese Energiefelder beginnen zu zirkulieren, sich miteinander zu verbinden, du in einen Erwachungszustand kommst, immer mehr Licht und Energie aufnehmen kannst, dann da braucht man weiters gar nichts dafür zu tun, das geht dann praktisch automatisch. Also die geistige Welt macht es, die Lichtwesen sind dafür zuständig, dass alles, was du im Lichtkörper mit ihnen gemeinsam halt öffnest, benennen wir es ganz einfach, dann auch in der DNA geöffnet wird. Also das ist natürlich der erste Schritt, der vor der mentalen Ebene kommt. Und wenn das aber getan ist und vielleicht bist du neu so in deiner Spiritualität, für dich ist das alles neu, aber ich weiß auch, dass viele zuschauen, die ihr Zellprogramm längst umgeschrieben haben, durch ihre Lichtkörperentwicklung, durch ihr spirituelles Weg und Erkennen, ihre Erwachungsbestrebungen, was es da alles gibt. Könnt ihr mal bei uns auf der Homepage auch schauen, auf jellison.com. Und dann ist der nächste Schritt, ans Zellgedächtnis zu gehen. Und du weißt vielleicht, Wasser speichert Information unglaublich gut, aber Wasser kann man auch sehr schnell umprogrammieren in der Schwingung. Es ist halt so, immer wieder komme ich darauf zu sprechen, dass wir ja ständig mit dem kollektiven Bewusstsein, manche nennen das morphogenetisches Feld, alle Gedanken, die auf diesem Planeten rumschwirren, ist ein Energiefeld und wir auch damit verbunden sind, jeder Mensch. Man kann sich schon abgrenzen und das ist auch wichtig und beginnen, seine eigenen Gedanken zu denken. Wie gesagt,
Du kannst mental Verjüngung nicht erzeugen, wenn du nicht auf der spirituellen Ebene die Grundvoraussetzungen geschaffen hast und im Zellkern, im Dotter, die Information ausgesendet wird zur Regeneration und Verjüngung. Jetzt ist es aber so, der Zellkern kann dieses neue Zellprogramm zur Ursprünglichkeit, zur Verjüngung aussenden. Wenn aber außenrum um den Dotter das Ei weiß, also das Zellwasser in der Metapher, voller begrenzender Gedankenmuster ist, die so dicht sind, dann kann die Zelle diese Information nicht rausgeben und sich vernetzen mit anderen Zellen und im Körper diese Signale auslösen, dass der Körper einfach wieder anfängt, was weiß ich, dies und jenen Botenstoff wieder oder Hormon wieder vermehrt zu produzieren, wieder vermehrt Kollagen einzulagern, was es halt alles für Verjüngung dann braucht im Körper. Also alles das, was er mit der Zeit eingestellt hat oder was er eigentlich kennt von in der Jugend, wieder zu tun. Und da ist jetzt genau der wichtige Punkt. Also erst unumgänglich für Verjüngung ist wirklich eine spirituelle Ausdehnung und dass deine Zellen, dein Zellkern zum Erwachen gebracht wird. Akkord mit deinem Lichtkörper. Das ist der erste grundlegende Schritt. Sonst brauchst gar nicht, sonst müsste ich vielleicht ab, aber du kannst ja parallel dazu, natürlich ist es auch gut, deine mentalen Strukturen ordnen, dir immer wieder sagen, ich bin göttliches Licht, es ist möglich, denk an die Qualle, die das kann, wenn es dir hilft. Es ist möglich und ich verwehre mich diesem kollektiven, ich nenne es Irrglauben, letztendlich, dass Altern, Sterben und Vergänglichkeit ganz normal ist und dass es so sein soll. Dann wirst du, wenn du dafür ein bisschen sensibel wirst, natürlich feststellen, an allen Orten schlagen dir diese Gedankenformen entgegen. Ob du mit einem Nachbar sprichst, der vielleicht nebenbei sagt, ja mei, wir werden ja auch nicht jünger, auf gut bayerisch, oder diese ganzen Sprüche, die so drin sind, vielleicht auch in uns, wir haben sie auch als Kinder oft gehört. Wir hören sie in den Nachrichten, wir sehen Bilder, wir sehen, eine ganze Industrie dreht sich um Alterung, Krankheit und diese ganzen Geschichten. Also man ist ständig damit konfrontiert, unmittelbar, aber auch mittelbar oder indirekt, aber genauso wirksam über dieses morphogenetische Feld. Da muss man einen Schritt zurücktreten. Und diese Waggons, nochmal zum Zug zu kommen, damit man diesen Alterungszug stoppen kann. Und währenddessen schon, er lässt sich leichter stoppen, je mehr du diese Waggons schon vom Ballast entfernt hast, zum Stoppen bringt. Und dann auch noch alles raus, was da an Unsinn drin ist. Und dann wird er schon viel, viel leichter. Und dann diesen Zug rückwärts fahren zu lassen, zu beschleunigen. Das braucht dann auch noch mal ein Stück natürlich an Fokus und immer wieder an tiefem Vertrauen, dass das möglich ist, dass du auch deinem Körper dieses Vertrauen schenkst und diese Liebe und mit ihm zusammenarbeitest und ihm auch auf diesem Weg dorthin ein kleines weiteres Fältchen verzeihst und drüber schmunzelst. Und ich habe mal für mich gedacht, es wäre genial, könnte man einen Spiegel entwickeln und bauen, vor den du dich hinstellst, jeden Morgen und schaust rein und zeigt dir ein Fältchen weniger, eine Unreinheit, ein Altersfleckchen weniger. Und du würdest jeden Morgen in der Früh da stehen und würdest sagen, oh wow, ich bin mich am Verjüngen. Ich bin mich am Verjüngen. Es klappt, ich bin mich am Verjüngen. Und du hättest keinen Zweifel an dieser Verjüngung. Dann würdest du dich ganz, ganz schnell verjüngen, auch sichtbar. Voraussetzung natürlich, dass der Zellkern schon umprogrammiert ist darauf. Sonst funktioniert es nicht. Nicht wirklich. Und also
der Spiegel wird dir was zeigen, was, und das ist Mystik, was im Moment noch gar nicht so ist, aber indem er dir das ständig vor Augen führt, würdest du mental und deine Zellen dir das glauben, dass es ist so. Das Gefühl der Freude und der Leichtigkeit dazu, du würdest es abfeiern, yeah, und schon wieder schaue ich jünger aus, und du würdest dich innerhalb kurzer Zeit tatsächlich verjüngen. Jetzt ist es so, was ich wirklich weiß und auch energetisch sehe bei allem, wenn man eben spirituell sich ausdehnt, worüber ich gesprochen habe, und das Zellprogramm umgeschrieben ist, dass nämlich ganz was Erstaunliches passiert, dass die Zellen des Körpers, die wir nicht sehen, also die innerhalb der Haut sind, Organe und so weiter, sich viel leichter tun, sich bereits tatsächlich zu verjüngen, als wie die Haut, als wie die Oberfläche. Und das kommt halt genau daher, weil wir die Oberfläche ständig betrachten, weil sie so im Fokus steht, und dann sehen da und hier und hier und hier. Deswegen tut sich unser größtes Organ, die Haut, am allerschwersten, das wirklich sichtbar umzusetzen. Und ich kann dir wirklich sagen, wenn du wenn deine Zellen erwacht sind und du schon, ja, es dauert ja immer auch ein bisschen, der Körper braucht ein bisschen, aber seit vielen Jahren auch deinen spirituellen Weg da gehst, also die Zellen mindestens 88% Licht halten können, was ja diesen Erwachungszustand ausmacht, im Lichtkörper und auch in den Zellen, im Zellkern, und die DNA, diese zusätzlichen Stränge sich schon beginnen also zu wirken, dass du innen drin in deinem Körper schon viel jünger bist, als du vielleicht im Außen siehst. Und dennoch, das ist halt, das ist so erstaunlich, wie sehr unser Bild von uns selber, unser Bild von der Welt wirklich auf unsere Realität wirkt. Ich möchte das Video an der Stelle beschließen. Es gibt als nächstes, ich werde versuchen, dass es schön wird, ich werde eine Meditation machen, eine Verjüngungsmeditation, die du dann öfter anwenden kannst, die eine große Kraft hat und die dir hilft, diese mentalen Strukturen, die so hinderlich sind, immer mehr aus diesen Waggons des Zuges rauszutun, also aus deinen mentalen Feldern, und dich auch gut abzugrenzen, so gut es möglich ist, von diesem kollektiven Weltbild, von diesem alten kollektiven Weltbild. Ja, und darauf freue ich mich schon. Schau doch mal wieder rein, und bis dahin bleibe ich dein Namahim. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ananascha.